Mit einem Grüezi, Servus und Hallo begrüßen wir euch aus dem kleinen Städtchen Killarney zum zweiten Teil unserer Irlandreise. Wir haben mitten in der Stadt unser Basislager aufgeschlagen und planen nun, in den kommenden 3 Tagen die gesamten Halbinseln der Region zu erkunden. Da wir gerade in Killarney sind, möchten wir euch einige Bilder und Infos zur Stadt und zum Killarney National Park nicht vorenthalten. Killarney mit seinen rund 14.000 Einwohnern lockt seit über 250 Jahren unzählige Besucher an und gilt als Knotenpunkt für den Tourismus im Südwesten der irischen Insel. Die Stadt ist sehr lebendig, auch wenn sie selbst nicht viele Sehenswürdigkeiten bietet. Etwas außerhalb der Stadt liegt Ross Castle, eine mittelalterliche Burganlage und Stammsitz des O'Donoghue-Clans. Sie befindet sich am Ostufer des Loch Lane, dem größten der 3 Seen im Killarney National Park. Der Nationalpark selbst erstreckt sich über mehr als 100 Quadratkilometer und bietet eine fantastische Naturlandschaft mit den ältesten Eichenwäldern Irlands. Doch zurück zum Motorradfahren. Heute am 7. Tag unserer Reise steht der Ring of Moray auf dem Programm. Gut ausgeschlafen verlassen wir Killarney. Die heutige Tour hält eine kleine Besonderheit bereit, denn wir werden die Route in Form einer 8 fahren. Das bedeutet, dass wir den Healy Pass heute zweimal bezwingen werden. Der Wild Atlantic Way ist meistens sehr gut beschildert. Ihr müsst nur diesen Schildern oder den blauen Schildern mit den wellenförmigen Zeichen folgen. Nach etwas mehr als einer Stunde Fahrt durch den dicht bewachsenen und wilden Killarney National Park und der Überquerung des Moll's Cap legen wir am Wild Atlantic Way Discovery Point Kilmacilloch eine erste Pause ein und genießen die Aussicht aufs Meer. Von diesen Discovery Points gibt es aktuell 188 Stück. Sie führen euch zumeist zu Sehenswürdigkeiten oder Aussichtspunkten. Die Orte sind, so wie auf dem Foto ersichtlich, mit sogenannten Signposts markiert und man kann sie eigentlich nicht verpassen. Unsere Fahrt geht weiter zum spektakulären Healy Pass. Die Straße schlängelt sich durch eine zerklüftete, fast unwirkliche Landschaft zwischen 2 der höchsten Gipfel der Caha-Bergkette. In Irland muss man immer wieder mit Schafen auf der Straße rechnen. Augen auf und vorausschauendes Fahren kann sich bei diesen unberechenbaren Tierchen daher sehr lohnen. Auch geklärt wurde die Frage, woher denn eigentlich die farbige Wolle herkommt, nämlich von farbigen Schafen. Entlang der schmalen Küstenstraße schlängeln wir uns weiter Richtung zur Spitze der Halbinsel. Für einmal kommen uns einige Motorräder entgegen.
Eine Seltenheit, denn es sind nicht viele Motorradfahrer unterwegs. Die meisten stammen aus England und Frankreich. Aus dem deutschsprachigen Raum haben wir während unserem Urlaub maximal 1 Dutzend Motorräder gesehen. Wir erreichen Ballachboy an der Spitze der Barrow-Halbinsel. In Sichtweite liegt Dursey Island, die westlichste der bewohnten Inseln von Cork. Erreichbar ist sie am besten mit der Dursey Island Luftseilbahn, die, man mag es kaum glauben, die einzige ihrer Art auf der Insel Irland ist. Die 250 Meter lange Seilbahn wird rege von Einwohnern für den Transport von Vorräten, Tiere und sonstigen Gütern genutzt. Auch Touristen benutzen diese Transportmöglichkeit, um auf die Insel zu gelangen. Die Überfahrt kostet 10 €. Trotz des starken Windes genießen wir den Ausblick auf diese wilde Landschaft, bevor es dann zurück auf die Straße geht. Von der Dursey-Seilbahn geht es nun auf die nördliche Seite der Halbinsel Barrow. Zum zweiten Mal an diesem Tag befahren wir den Healy Pass und genießen noch einmal die wunderschöne Landschaft. Auf dem Rückweg nach Killarney passieren wir noch den wilden, 332 Meter hohen KH-Pass, der mit einigen in den Felsen gehauenen Tunnels aufwartet. So, das war's also mit dem Ring of Barrow. Morgen steht da der Ring of Kerry auf dem Programm. Mal schauen, was wir dort so alles erleben werden. Etwas früher als sonst starten wir heute von Killarney aus, denn vor uns liegen 275 Kilometer. Wir wollen den wohl bekanntesten Ring, den Ring of Kerry, umrunden. Uns erwartet eine malerische Strecke mit zahlreichen Highlights. Nach kaum 30 Minuten machen wir am Mols Cap die erste Fotopause. Es ist zum Haare raufen. Irland bietet alle 5 Minuten neue Fotomotive und selbst am gleichen Ort ändert sich die Stimmung im Minutentakt.
Das Wetter ist heute so, wie man es in Irland erwartet. Mal sonnig, mal bedeckt, mal regnerisch und so weiter. In Templeonoe stellen wir unser Motorrad am Pier ab und lassen die Drohne über die Kenmare Bay und die Greenane Island fliegen. Wir sind immer noch an der Südküste des Ring of Kerry unterwegs. Die Strecke hat unzählige Aussichtspunkte, die einen Blick auf die wunderbare Landschaft gewähren. Einer davon, und vielleicht der schönste, ist der Wild Atlantic Way Discovery Point Kumekista. Einige Kilometer weiter erreichen wir die Ballinskelligs Bay. Dort liegen die Ruinen der Ballinskelligs Priory, eine Abtei aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Unweit der Abtei liegt der McCarthy Moor Tower, ein Turmhaus aus dem 16. Jahrhundert, das auf einer Landspitze errichtet wurde, um die Bucht zu schützen. Es geht weiter für uns, immer rauf und runter. Unser nächstes Ziel ist die 11 Kilometer lange und 3 Kilometer breite Valentia Island, die man mit gutem Auge bereits am Horizont erkennen kann. Die Insel alleine wäre einen Tagesausflug wert. Wir begnügen uns damit, zum Shepherd's View am Sheocown Mountain Peak zu fahren. Die Fahrt zum Aussichtspunkt kostet 4 €, die sich aber auf jeden Fall lohnen. Oben erwartet uns ein herrlicher Rundumblick. Wer gut zu Fuß unterwegs ist, kann von hier den Berg umrunden und zu den naheliegenden Klippen laufen.
Wir belassen es bei einem Blick in die Ferne. Von der Insel gibt es eine Fährverbindung aufs Festland. Diese fährt aber nur von April bis Oktober und kostet für Motorradfahrer 5 €. Wir sind nun schon eine Weile unterwegs und steuern nun das Landesinnere der Halbinsel an. Enge Straßen führen uns zum wunderschönen und wilden Bergpass Balachbima, der auf einer Höhe von 256 Meter liegt. Nur wenige Touristen finden den Weg hierher, was die Anfahrt mit dem Motorrad für uns noch viel schöner macht. Der wohl bekannteste Pass auf dem Ring of Kerry ist der Gap of Domlow und vor allem die etwas unterhalb der Passhöhe liegende kleine Wishing Bridge. Wobei es eigentlich 2 Brücken sind, die den River Low überqueren. Welche jetzt genau die Wishing Bridge ist, konnten wir nicht endgültig klären. Wir gehen aber davon aus, dass es die obere Brücke ist, die auch um einiges schöner in der Landschaft liegt. Give you the world if
Aufgrund der schmalen Straßen lassen sich Inseltouristen vom etwas weiter unten liegenden Parkplatz mit Pferd und Kutsche zur Wishing Bridge fahren. Andere sind zu Fuß unterwegs und benutzen hierfür die gut markierten Wanderwege. Vom Gap of Dunloe geht es direkt zurück nach Killarney. Ein weiterer Tag im schönen Irland neigt sich dem Ende zu. Morgen geht es auf die Dingle-Halbinsel und wir hoffen, dass der Wettergott uns weiterhin gnädig gestimmt ist. Unser 9. Reisetag begrüßt uns mit Sonnenschein und einem fast wolkenlosen Himmel. Optimale Voraussetzungen für unsere heutige Tour zur Dingle-Halbinsel. Von Killarney aus fahren wir der Südküste entlang nach Dingle. Neben dem wunderschönen Slea Head steht heute auch der höchste Pass Irlands, der Conor Pass, auf dem Programm. It's killing me to see that look on your face. It shows some remorse, it's my fault, of course. Made a million wrong decisions, I'll probably make some more. But need to know what's the say around your cashing. Yes, sure, still not sure that Katie might sing. But I swear that you're the only one that I see, yeah. 아름다운 머리 붙여 바꿔같이, yeah. This time I'ma do it right. No doubt, Einen ersten Halt machen wir am Inch Beach, eine fast 6 Kilometer lange Landzunge, die mit einem der schönsten Sandstrände der Insel aufwartet. Da der Strand für Fahrzeuge zugänglich ist, lassen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen und fahren mit dem Motorrad entlang des Strandes. Baby, I'm sorry for the things that I didn't mean. Oh, worry, yeah, yeah. 되묻지. If I say it in 100 ways, you believe me when I say 미안해. Oh, tell me what's it gonna say. 100 different ways to say I'm sorry. Die Kleinstadt Dingle ist das Zentrum der gleichnamigen Halbinsel und der Ausgangspunkt für zahlreiche Touren auf und um die Halbinsel. Mit ihren vielen farbenfrohen Gebäuden bietet sie zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Pubs. Ein Stopp lohnt sich auf jeden Fall. Der ca. 30 Kilometer lange Slea Head Drive mit Start- und Zielort Dingle ist eine der landschaftlich reizvollsten Panoramastraßen Irlands. Die Straße ist teilweise sehr eng und man fährt die Route am besten im Uhrzeigersinn. Bei guter Witterung sind die Blasket Islands, die durch Literatur und ihre malerischen Landschaft berühmt wurden, zum Greifen nah. Wer die Insel besuchen möchte, kann dies von Dingle aus per Boot tun. Am Slea Head treffen wir auf einen alten Begleiter, den wir nun Jonathan getauft haben.
In der Kuminoli Bay, im äußersten Südwesten der Dingle-Halbinsel, machen wir eine Pause und genießen den fantastischen Blick auf die Bucht, Dunmore Head und die Blasket Islands. Die Dingle-Halbinsel und das schöne Wetter begeistern uns. Ein sattes Meer von Blau- und Grüntönen begleitet uns. Und wir können uns an der eindrucksvollen Natur nicht satt sehen. Als Kontrast zur Küstenstraße geht es nun auf den höchsten Pass Irlands, den Conner Pass, mit seinen 446 Metern über dem Meeresspiegel. Von der Passhöhe aus hat man auf der einen Seite einen Blick bis hinunter nach Dingle und auf der anderen Seite bis zum Mount Brandon und der Brandon Bay. Nach einer längeren Pause und einem Gespräch mit dem einzigen Schweizer Motorradfahrer, den wir während unserer Reise getroffen haben, geht es zurück nach Killarney. Hier endet dieses Kapitel, aber nicht unsere Reise. Im nächsten Teil verlassen wir Killarney und fahren weiter entlang der Küste, dem West Atlantic Way Richtung Norden folgend. Vor uns liegen noch viele weitere Sehenswürdigkeiten und Abenteuer. Abonniert unseren Kanal und hinterlasst einen Daumen hoch. Wir würden uns sehr darüber freuen. Tschüss und bis bald.